Du denkst, für ein KI-Betriebssystem brauchst du ein Terminal, so eine schwarze Hackerkonsole, so ein riesiges schwarzes Monster mit einem gemieteten Server und am besten noch mit einem Informatikstudium? Nee, komplett falsch. Das hier, das macht den halben Tag meine Arbeit, ist ein vollwertiges KI-Betriebssystem und ich habe dafür keine einzige Zeile Code getippt. Nein, das ist einfach eine Desktop-App, die ich aufmache und mit der ich ganz normal rede oder chatte wie mit einem Mitarbeiter. Und genau diese werden wir heute zusammen mit dir bauen. So, falls du neu hier bist auf dem Kanal, ich bin der Olli und ganz ehrlich, mir geht gerade so eine Sache so richtig hart auf den, naja, du weißt schon. Und zwar, dass dir gefühlt jeder ein KI-Betriebssystem erklärt, als müsstest du dafür erst einmal Informatik studieren. Genau deshalb mache ich es heute einfach mal anders. Das hier ist wahrscheinlich das wichtigste Video für dich in diesem Jahr, weil nämlich gerade KI-Betriebssysteme der wirklich heißeste Scheiß überhaupt sind. Und fast alle da draußen erklären das, als wäre das etwas, was nur für Nerds da ist. Ja? Ich erkläre dir das heute einfach mal komplett ohne Fachchinesisch. Und wenn dir das Ganze was bringt, dann hau mir doch einfach einen Daumen nach oben rein, drück den Hype-Button und hilf dem Kanal, damit das Ganze auch noch mehr Leute sehen. So, genug gequatscht, also ran an die Buletten. So ganz kurz, warum geht das Ganze eigentlich so richtig hart ab? Also die KI kam insgesamt in 3 Wellen. Das heißt, wir hatten die erste Welle, das war Chatbot. Frage rein, Antwort raus. Fertig. Welle 2, Prompten. Du lernst bessere Anweisungen zu schreiben, baust dir deine eigenen GPTs. Und jetzt gerade in diesem Moment, da kommt Welle 3. Also die ganz hinten. Und die ist ein ganz anderes Kaliber. Denn jetzt antwortet die KI nicht mehr nur, sie öffnet deinen Kalender, schreibt Mails, recherchiert im Netz, legt die Datei an und das alles ganz von allein. Und genau ab da wird es jetzt so richtig spannend. Denn sobald die KI selber handelt, brauchst du irgendwas, das den ganzen Wirbel ordnet und sich alles merkt. Und genau da greift mein 4. Gesetz. Ein Mitarbeiter, viele Hüte. Du baust nämlich nicht 10 einzelne Bots, die alle nebeneinander herumwurschteln. Du baust ein einzelnes Gehirn, das in jede Rolle deiner Kolonie schlüpfen kann. Und genau das, ja, genau das ist ein KI-Betriebssystem. So einfach ist das. So, schauen wir uns heute 3 Sachen an. Erstens, was so ein KI-Betriebssystem wirklich ist und warum fast alle das für die falschen Leute erklären. Und vor allen Dingen auch bauen. Zweitens, wie du dir selber ein solches zusammenstellen kannst, und zwar komplett ohne Terminal, einfach als Desktop-App, ja, an die du deine Tools andocken kannst. Und drittens, und das ist der ehrliche Teil, den dir eigentlich sonst keiner so erzählt, wo die Grenzen sind und wie du dieses Ding absichern kannst, damit es dir nicht volle Kanne in den Baum fährt, quasi. Ja. Und ja, ich weiß, was du jetzt denkst, Olli, brauche ich dafür nicht doch Programmierskills oder irgendwie so einen teuren Server oder sowas? Kurze ehrliche Antwort, nein, brauchst du nicht. Eine App, die ganz normal installiert wird, wie jedes andere Programm auf deinem Rechner, reicht für den Anfang vollkommen aus. Und wenn es später doch mal irgendwann was mehr sein soll, dann zeige ich dir gleich einen ganz einfachen Schalter. Es ist ohne stundenlanges Server gebastelt. Damit ist die Ausrede weg. Also schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. So, was ist also ein KI-Betriebssystem? Jetzt mal so really. Ja? Keine Sorge, das hat null mit Windows zu tun oder sonst einem Betriebssystem. Und du musst auch hierfür kein Nerd oder Programmierer sein. Ja? Im Grunde sind es einfach nur 5 einfache Bausteine. Das erste ist das Gehirn, also dein Gedächtnis, wo dein ganzer Kram drinsteckt. Wer du bist, was du machst, woran du letzte Woche gerade gesessen hast und so weiter. Zweitens, das ist die Verbindung. Du dockst deine Tools an das System an, also deinen Kalender, deine Mails, das Internet, all solche Sachen. Ja, wie so ein USB-Stecker quasi. Drittens, die Fähigkeit, das sind im Grunde kleine, sagen wir mal, Spickzettel, Aufgabenzettel, ja, die der KI sagen, wie sie eine Aufgabe anpacken und lösen soll. Und viertens, das sind die Routinen, also Sachen, die von selbst laufen, während du zum Beispiel in Ruhe deinen Kaffee trinkst. Und last but not least, der wichtigste von allen,
und das ist auch der härteste, das ist der Türsteher. Der passt nämlich auf, wenn die KI auf eine dumme Idee kommt und dann stellt er sich quasi breitbeinig hin und sagt, nee, du kommst hier nicht rein. Also, Gehirn, Verbindungen, Fähigkeiten, Routinen und der Türsteher. Mehr ist das Ganze eigentlich nicht. So, und jetzt kommt der Teil, den die meisten komplett verbocken. Die bauen für jede Aufgabe einen eigenen Bot. Einen fürs Schreiben, einen fürs Recherchieren, einen für Social Media, am Ende 10 getrennte Bots. Klingt logisch, ist aber genau der eine Denkfehler. Stell dir das mal wie bei dir selbst vor. Du bist ja auch nicht 5 verschiedene Menschen, nur weil du zum Beispiel Papa bist, Unternehmer und Kumpel. Du bist eine Person mit einem Kopf, der sich an alles erinnert. Als Kumpel weißt du noch, was beim Geschäftstermin lief. So, und genauso baust du halt dein gesamtes System. Ein Gehirn mit einem Schrank voller Hüte. Setzt du jetzt den Hut der Grafikerin auf, zum Beispiel, dann bist du jetzt Grafikerin. Wechselst du den Hut, dann bist du Texter. Aber, und das ist der Knackpunkt, es ist trotzdem immer derselbe Kopf, auf dem der Hut sitzt. Der sich an alles erinnert, was er unter jedem anderen Hut gemacht hat. 10 getrennte Bots können das nie. Nee. Da muss jeder den anderen erst briefen. Und da geht es dann auch schon los. Und bei jeder Übergabe geht nämlich wieder etwas verloren. Also stille Post quasi. Vorne kommt Ananas rein, hinten kommt Parmesan raus. So, ach und übrigens, du brauchst auch gar nicht für alles gleich einen eigenen Agenten. So einen echten Agenten. Den brauchst du nur, wenn Sachen wirklich gleichzeitig parallel laufen müssen. Sonst reicht nämlich eine einzige Fähigkeit. Dazu habe ich ein ganzes Video gemacht und den Link dazu, den findest du hier unten auch in der Beschreibung. So, jetzt kennst du die Bausteine. Und jetzt die große Frage, an der sich eigentlich alles entscheidet. Wie baust du dieses Ding zusammen? Der Weg, den ich dir gerade gefühlt, oder der Weg, den dir gerade gefühlt jeder zeigt, läuft über so ein Coding-Tool im Terminal. Das hast du bestimmt schon gesehen, wie zum Beispiel Claude Code und so weiter. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, ne? Das ist super genial. Also für mich als Entwickler ist das toll. Wirklich. Für Leute, die technisch fit sind, ist das absolut kein Problem. Das Problem ist nur, alle, die dir das erklären, labern die ganze Zeit von, das ist ganz easy. Mach dir keine Sorgen. Und im selben Atemzug richten sie dann mal eben einen Linux-Server ein, per Fernzugriff. Reden von versteckten Ordnern und von Schlüsseln, die du generieren musst. Und für einen ganz normalen Menschen ist das einfach eine Wand. Und jetzt kommt das Lustige. Sogar die, die das verkaufen, geben es selber zu. Einer der bekanntesten sagt tatsächlich wortwörtlich, das sei für die breite Masse noch nicht reif, weil es kein richtiges Interface gibt. Man muss im Terminal rumhacken und das fühle sich einfach zu techy an, als dass ein normaler Kunde das nutzen würde. Das sagt nicht irgendein Kritiker, nein, das sagt einer, der genau das unterrichtet. Und ich kann mich davon nicht freisprechen, bis ich es kapiert habe. Denn für mich sind die Dinge auch komplett einfach. Ich gehe in ein Terminal und fange damit an und hack da rum. Wenn ich das aber jemandem erklären muss, der überhaupt gar keine Ahnung davon hat, dann erklärt er mich für bescheuert. Aus dem ganz einfachen Grund, weil er nicht weiß, was man damit macht. Und Terminals sind für Menschen, die nicht in dieser Tech-Welt unterwegs sind, ein rotes Tuch. Das fühlt sich total gefährlich an. Man gibt einen falschen Befehl ein und das ganze System ist gelöscht. So fühlt sich das tatsächlich für Menschen an. Denn genau das war das, was ich von einem Kunden gesagt bekommen habe, als ich dann gesagt habe, richte dir das doch mal ein. Wir können da ein Terminal machen. Das ist super. Und genau da setze ich an. Denn die Idee mit dem KI-Betriebssystem, die ist goldrichtig. Ja, nur der Weg dahin muss ein anderer sein. Für die breite Masse läuft er einfach nicht über das schwarze Monster, das Terminal, sondern über was, das wirklich jeder kennt. Eine App, ein Programm, das du einfach aufmachst. Und klar, ne, vielleicht reden wir in ein paar Jahren alle nur noch mit einem Agenten.
Ja, keiner klickt mehr irgendwo rum. Das kann ja alles durchaus sein. Aber heute, für ganz normale Leute, die jetzt loslegen wollen, ist eine App, die du einfach nur startest und mit der du einfach nur chatten und quatschen kannst, der einzig richtige Weg. Nicht das schwarze Monster, die Konsole. Und genau so ein Teil, das zeige ich dir jetzt live. Und dazu springen wir jetzt einfach mal auf meinen Desktop. So, und damit sind wir jetzt hier auch schon auf meinem Desktop. Ich habe mich jetzt mal hier unten ganz bewusst ein bisschen mittig platziert, damit man das besser sehen kann. So, und das hier ist meine Hermes Desktop App. So, diese App ist genau der Schlüssel zum gesamten Betriebssystem, meiner Meinung nach. Es gibt natürlich noch andere Desktop-Apps, die ähnlich funktionieren wie Claude Cowork oder die Claude Desktop App. Und genau da liegt eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Denn diese Apps, die können all das. So, und hier sind wir jetzt zum Beispiel in einem ganz normalen Chat und du siehst jetzt hier unten habe ich schon zum Beispiel verschiedenste Modelle zur Auswahl. Das heißt, die Modellagnostik, also dass dich von einem generellen Anbieter und Provider unabhängig macht, das ist hier integriert. Das Ganze kannst du zum Beispiel per Open Router nutzen oder auch mit verschiedenen anderen Modellen. Aber eins der wichtigsten ist, dass das Ganze hier auch Open AI API kompatibel ist. Das bedeutet, jede Open AI API Schnittstelle, die du hier nutzen kannst, die kannst du hier andübeln. Das heißt, jedes einzelne Modell. So, und hier habe ich jetzt zum Beispiel schon mal Open Router mit drin, aber du siehst zum Beispiel auch GEMA 4 habe ich hier mit drin und ich habe auch mein eigenes angebundenes Modell hier drin und das ist ein Qwen 3.6. Ich gebe das mal kurz hier ein. So, das ist das Qwen und das ist hier unten das 35B A3B. Und dieses Modell ist zum Beispiel bei mir auf einem eigenen GPU-Server gehostet. Das bedeutet, wenn ich mit diesem Modell jetzt chatte, dann läuft das nur auf meinem Server und landet nirgendwo außer auf meinem Server. Und das kann ich hier auf meinem Desktop jetzt nutzen. Das macht es natürlich sehr interessant, wenn ich Daten verarbeiten muss. So, ich kann das jetzt mal hier zum Beispiel reinschreiben. Dann schreibe ich einfach mal Hallo. In der Regel sind die Modelle einen ganz kleinen Ticken langsamer. So, und hier siehst du schon, oh, da geht es schon los. Et voilà, das Modell hat mir geantwortet. So, und das ist genau der Punkt, wo ich eigentlich letzten Endes hin möchte. So, und wie man sieht, auch mein Capybara ist gerade wieder aufgetaucht. Kleines Spielzeug am Rande ist ein kleines Desktop-Pad, das hier auch mit dabei ist. Das ist eigentlich ganz witzig. So, aber, und das Wichtigste hier an diesem ganzen System ist, ich kann jetzt hier natürlich auch Sprachnachrichten reinpacken, ja, ich kann eine Unterhaltung mit dem System führen, das alles komplett mit meinem eigenen Modell. Und wenn ich was anderes brauche, dann kann ich hier unten einfach reingehen und kann mir jetzt zum Beispiel ein anderes Modell auswählen. Auch das ist ohne weiteres machbar. So, und um jetzt diese ganze Funktionalität nochmal an den Tag zu heben, wir haben hier zum Beispiel die Einstellungsmöglichkeiten. Hier siehst du auch nochmal den Memory und Context. Ja. Wir haben hier also ein Persistent Memory, das da mit drin ist. Wir können das Ganze aber auch zu jeder Zeit um ein eigenes Brain erweitern. Und dort ist der Schlüssel zum Erfolg der MCP. So, und wir haben hier zum Beispiel sehr viele MCPs, die wir anbinden können oder aber auch Custom MCPs. Ich gehe jetzt mal kurz hier oben in die Skills und in die Tools. So, und hier siehst du zum Beispiel, haben wir unfassbar viele Skills, also sehr, sehr viele Hüte, die wir uns aufsetzen können. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, MCPs anzubinden. Und der MCP ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Darüber lässt sich dann zum Beispiel ein externes Gehirn anbinden. Wir können damit aber auch Tools anbinden, Werkzeuge, Fähigkeiten hinzufügen, die es uns dann ermöglichen, mit diesem System zu arbeiten. Und das komplett autark, lokal oder, und das ist das Wichtige dabei, auch remote. So, und wenn ich das ganze System zum Beispiel auch von unterwegs benutzen möchte, haben wir hier unten auch schon zum Beispiel die Möglichkeit, auch Telegram einzurichten. Das geht auch. Wir haben eine API, wir können auch Cron-Jobs einrichten. Wie hier zum Beispiel habe ich einen Cron-Job laufen, den habe ich mir eingerichtet. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein KI-Trendradar, ja, das auch zum Beispiel über mein anderes Modell läuft. Und hier kann ich zum Beispiel jetzt sehen, was Phase ist. Ja, hier ist zum Beispiel um 8 Uhr heute Morgen ist dieses Trendradar gelaufen. Ne? So sieht das Ganze aus. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel natürlich der heißeste Scheiß von heute. Ja? Fable 5 ist back. Ja, steht natürlich ganz oben. Und hier siehst du schon, das läuft jetzt bei mir vollautomatisch morgens um 8 Uhr. Ja? Und ich bekomme das rein und ich bekomme dann zum Beispiel per Telegram eine Nachricht. So, und wenn ich jetzt hier ein bisschen auch mit Skills arbeite und das Ganze ein bisschen ausarbeite, dann kann zum Beispiel auch das Trendradar nochmal irgendwo anders hingeschickt werden und daraus werden dann zum Beispiel Content-Ideen generieren, die zum Beispiel ein anderer Skill, also mein Social Media Manager zum Beispiel, der jetzt dann sagt, okay, Fable 5 ist eine geile Kiste, sollten wir jetzt auf jeden Fall mal ein Video draus machen oder einen Post oder eine Nachricht und dann können wir das dort weiterverarbeiten.
Und hier sind wir jetzt auch schon beim Thema, denn was passiert denn, wenn wir echte Parallelität erzeugen wollen? Auch das geht. Und zwar sehen wir hier unten, ja, da unten jetzt, wo der Mauszeiger ist, also hier in der Ecke. So, dann sehen wir hier unten, gibt es mehrere verschiedene Profile. Hier haben wir zum Beispiel Mira und hier haben wir auch Nina, die übrigens bei mir auch im Bootcamp vorkommen, wie man diese erstellt. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel auch auf einfach solch ein Profil wechseln und bin dann tatsächlich in einem komplett anderen Agent drin. Das heißt also, ich kann dort auch mit einem komplett eigenständigen Agent arbeiten. Das heißt, ich muss nicht nur mit den Skills arbeiten, sondern ich kann hier aber auch zum Beispiel mit einem Agent arbeiten. Also eine ziemlich einfache Geschichte. So, und hier siehst du schon, wie einfach es doch ist. Und es ist kein Terminal-Monster. Ja? Es ist also nichts Dramatisches und Schlimmes, sondern du hast alles hier in einer komplett einfachen App und du kannst darauf wie mit jeder anderen App auf dem Rechner arbeiten und du hast auch die Möglichkeit zwischen lokal und remote zum Beispiel zu unterscheiden und kannst damit all das machen, was du auch in solch großen Closed Source App wie zum Beispiel Claude Desktop oder Claude Cowork finden würdest. So, und falls dein Rechner jetzt nicht der dickste ist oder du gar keinen Bock hast, das lokal laufen zu lassen, absolut kein Stress, dann bist du trotzdem dabei. Dann läuft dein KI-Betriebssystem eben einfach komplett auf einem kleinen Server und du kommst trotzdem von überall ran. Vom Handy aus, in der Bahn, whatever. Der Punkt ist nämlich nicht, alles muss auf meinem eigenen Rechner laufen. Der Punkt ist, das Ding gehört dir. Es ist unabhängig und du bist an kein einziges Modell gekettet. Was du hier gesehen hast, das ist das ganze Prinzip. Wie du dir dein eigenes KI-Betriebssystem dann Schritt für Schritt aufsetzt, deine Rollen, deine Fähigkeiten, deinen Türsteher, das alles bauen wir zusammen im Bootcamp. Und zwar mein neues Bootcamp. Ohne dass du Programmierer oder Informatiker sein musst. Ja? Ohne Terminal-Stress. Versprochen. Das Bootcamp startet heute. Und es sind nur noch insgesamt 4 Plätze frei. Und dann ist die Hütte voll. So, und damit du weißt, was dich erwartet, nehme ich dich mal ganz kurz mit auf meine neue Plattform. Das ist die Community, die ich extra für das Bootcamp gebaut habe. Und du siehst, hier ist auch schon ordentlich was los. Also sehr viele Bootcamper sind da jetzt schon drin. Und wir haben aktuell noch 4 Plätze frei im Bootcamp. Und ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze jetzt noch bis zum 5. aufzulassen, bis die 4 Plätze weg sind. Also wer jetzt noch kommt ins Bootcamp, ja, der mal zuerst, weil das Ganze dauert 8 Wochen. Ich gehe jetzt mal kurz gerade hier in die Kurse rein. Na, hier haben wir insgesamt 8 Wochen. Wo wir hier Bootcamp machen für Kimi Bocker, also KI-Mitarbeiter Bootcamp, so heißt das Ganze. Und ja, wir sind jetzt steil dabei. Die erste Woche hat jetzt gerade angefangen. Ne? Also hier gehen wir jetzt los. Wir haben hier auch Videos mit drin und ganzen Lektionen und alles, was so dazugehört. Und ja, wenn du Bock hast, dann würde ich mich freuen. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Wenn du 2026 endlich dein eigenes System willst, dann solltest du dazukommen. So, und jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Erstens, ein KI-Betriebssystem ist ein Gehirn mit einem Schrank voller Hüte, das dich kennt und nie was vergisst. Zweitens, du brauchst dafür kein Terminal, also kein schwarzes Monster, keine Konsole. Eine App reicht vollkommen. Lokal oder remote, ganz wie du es haben willst. Und drittens, der Türsteher. Der Türsteher ist das, was aus einem coolen Spielzeug einen echten Mitarbeiter macht, den du auch wirklich was anvertrauen kannst. Heißt unterm Strich, du arbeitest ab jetzt nicht mehr im System, sondern am System. So, und jetzt bin ich echt gespannt auf dich. Würdest du dir das Ganze lieber selber im Terminal zusammenfrickeln oder ist dir der App-Weg lieber? Schreib mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich werde mir das Ganze durchlesen und bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und wenn dir das Ganze hier was gebracht hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und das Betätigen des Hype-Buttons freuen, um das Ganze ein bisschen nach vorne zu bekommen. So, in diesem Sinn wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der ganzen Thematik und beim nächsten Video schauen wir uns die Fähigkeiten nochmal im Detail an. Und in diesem Sinn würde ich sagen, bis dahin, ciao, dein Olli.